Pickup ist fake. Wirklich? Das bin ich vor einiger Zeit im Nachtleben mit ein paar random Mädels, die ich gerade erst kennengelernt habe. Und ich weiß, das Ganze sieht extrem aus. Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hier hinaus möchte, sondern der Punkt ist, Anziehung ist kein Zufall. Anziehung ist erlernbar. Und ich selbst, ich war früher super schlecht mit Frauen. Aber was ist geschehen? Wie konnte ich von gar keinen Erfolgen zu solchen Dingen kommen? Und die Antwort ist, dass ich mich 15 Jahre lang systematisch mit Pickup beschäftigt habe und verstanden habe, dass diese Anziehung, die man beim anderen Geschlecht erzeugt, diese Anziehung, die man bei Frauen erzeugt, dass die kein Zufall ist, sondern dass die auf Systemen beruht, die man lernen kann. Und das kann ich euch beibringen. Lasst mich euch die wichtigste Grafik dazu zeigen. Ich nenne es die 70-30-Regel der Anziehung. Wir sehen auf der einen Seite die Frau. Ja? Und bei Frauen ist es so, dass, etwas vereinfacht natürlich ausgedrückt, der Attraktivitätswert der Frau auf dem Geschlechtermarkt zu ungefähr 70% von ihrem Aussehen abhängt und nur zu etwa 30% von ihrem Verhalten und gewissen anderen Charakteristiken. Und lasst uns ehrlich sein, das kommt schon hin, wenn wir Männer mal wirklich ehrlich sind. Wir sind schon wirklich sehr visuell unterwegs und das wissen Frauen, deswegen schminken sich Frauen so viel und so weiter. Jetzt kommen wir zu den Männern und das ist das, worum es mehr gehen soll. Bei uns Männern ist das nicht so. Es ist nicht so, dass die Optik ebenfalls 70% zählt. Ansonsten würden wir Männer uns auch von morgens bis abends schminken und so weiter. Es ist nicht so und man sieht ganz viele Gegenbeispiele immer wieder auf der Welt, wenn irgendwelche reichen Leute mit Topmodels zusammen sind. Oder andere Dinge, irgendwelche Superstars, die aber eigentlich nicht gut aussehen. Also das heißt, da ist noch viel mehr da. Ja? Und im Pickup geht man eben davon aus, dass die Attraction des Mannes zu 70% von seinem Charakter und seinem Verhalten abhängt und nur zu etwa 30% von seiner Optik. Und das ist eine phänomenale Nachricht, lasst mich euch das sagen. Weil als Frau ist das so, dass man mit einer gewissen Genetik geboren ist und man kann nicht so viel machen. Als Mann, wenn nur diese 30% zählen, heißt das, wir können natürlich an den 30% etwas schrauben, wir können ins Fitnessstudio gehen, wir können uns gut anziehen und so weiter. Und dann haben wir noch 70%, wo wir Unmengen an Potenzial haben, an unserem Verhalten zu arbeiten. Und genau das ist Pickup. Es setzt genau an diesen 70% an und zeigt uns Männern, wie wir da attraktiver sein können. Lasst mich euch nun einige Beispiele dessen geben, was man alles so trainieren kann. Man kann zum Beispiel trainieren, Frames zu setzen. Das sind Rahmenbedingungen einer Interaktion. Ja? Ein etwas komplexeres Thema, aber sehr effektiv. Man kann an seinem sozialen Status schrauben. Man kann zum Beispiel einen Beruf oder eine Tätigkeit ausüben, in der man einen sozialen Status hat. Das wären zum Beispiel diese Superstars, wäre das auf die Spitze getrieben. Aber man kann das Ganze auch trainieren, gut zu präsentieren, so als ob man eben diesen sozialen Status hat. Ja? Man kann trainieren, ein guter Storyteller zu werden. Man kann gewisse Mechanismen lernen, die einen attraktiver machen, wie zum Beispiel Push-Pull-Dynamiken. Ja? Man kann gut Körpersprache lesen lernen. Man kann Humor und Schlagfertigkeit trainieren. Man kann trainieren, Emotionen gut zu lesen. Man kann auch trainieren, wie ist man denn wirklich authentisch. Man kann trainieren, wie geht man gut mit eigenen Emotionen um, zum Beispiel ein wichtiges Thema. Wie geht man mit seiner eigenen Angst um, zum Beispiel Frauen anzusprechen? Wie geht man dann damit um, wenn man Körbe bekommt und so weiter? Also ich könnte jetzt noch stundenlang zu diesem Thema sprechen. Das ist ja genau mein Fachgebiet. Ja? Ich muss mich hier zügeln, weil es wirklich unendlich Dinge gibt, die man trainieren kann. Und es ist halt eine Fähigkeit. Also Anziehung zu produzieren ist eine Fähigkeit und es ist kein Glück. Und es ist alles erlernbar.
Nun zu einem sehr verhassten Thema, es ist aber super wichtig zu verstehen. Und zwar der Hypergamie, der exponentielle Effekt. Ja? Wir sehen unten den Wert als Mann von 1 bis 10 kategorisiert und auf der anderen Achse den Wert der Frau ebenfalls von 1 bis 10. Und jetzt ist es so, denken viele, dass es linear verlaufen würde. Das heißt, je attraktiver du als Mann bist, desto mehr Erfolge hast du auch bei Frauen, ungefähr linear. Es ist nicht so. Es gibt einen exponentiellen Effekt. Und das liegt an der Hypergamie der Frau. Es ist ein evolutionsbiologisches Ding. Ja? Wenn man sich die Evolution betrachtet, hat es für Frauen im Laufe der Evolution Sinn gemacht, immer nur mit den besten Männern zu schlafen. Immer nur die besten Gene, ich sag's mal, in sich reinzulassen. Ja? Das bringt die Evolution voran. Ja? Natürlich, im Tierreich sieht man das auch, dass nur die Alpha-Männer, nur die Alpha-Tiere sich paaren dürfen und sowas und die anderen gehen leer aus. Und das bringt die Evolution voran. Es ist so. Und Frauen haben das immer noch in sich, diesen Instinkt. Das heißt, eine Durchschnittsfrau wird nicht mit einem Durchschnittsmann schlafen. Eine 5 als Frau wird nicht mit einer 5 als Mann schlafen. Was für uns eigentlich logisch wäre, es ist nicht so. Die 5 wird trotzdem versuchen, mit der 7, 8, 9 oder 10 zu schlafen. Selbst wenn sie diesen Mann nicht binden kann für eine Beziehung, sondern nur einen One-Night-Stand, eine F+ oder die 16. Freundin einer neuen ist, wird die Frau das bevorzugen, weil es evolutionsbiologisch Sinn gemacht hat. Und das müsst ihr verstehen, Männer. Das heißt, auf der positiven Seite aber, wenn ihr es schafft, ab einer 7 macht es brutal viel Spaß als Mann. Ja? Alles unter einer 7 ist scheiße. Ich kenne das von mir früher. Ihr geht leer aus. Das macht überhaupt keinen Bock. Ihr habt überhaupt keine Tinder-Matches und so weiter. Ja? Ab 7 ist es okay. Wenn ihr eine 8, 9 oder 10 seid, habt ihr nicht 2 oder 3 Frauen, sondern ihr habt Hunderte. Dazu komme ich jetzt gleich noch. Und dadurch, dass wir aber vorher gelernt haben, dass das eben nicht Gott gegeben ist, sondern mit der Verhaltensebene zu tun hat, wenn ihr jetzt diese beiden Grafiken zeitgleich betrachtet, dann ergibt sich ja daraus, dass es sich brutal lohnt, sich mit der Verhaltensebene zu beschäftigen, mit diesen 70%, um eben diesen exponentiellen Effekt mitzunehmen. Es ist absolut logisch und ich schwöre euch, dass es so ist. Und ich habe es auch in dieser Grafik jetzt nochmal schön dargestellt. Also von 1 bis 5 bekommt ihr keine einzige Frau. Wenn ihr keine Frauen bekommt, Männer, dann liegt das darin, dass euer Value nicht über eine 5 hinausgeht. Es tut mir leid, es zu sagen. Ja, das tut weh, aber ich war auch da. Ja, ich kenne den Schmerz, ich war auch da und es ist nicht schlimm. Und wisst ihr, warum es nicht schlimm ist? Wegen der Grafik vorher, die belegt, dass 70% mit eurem Verhalten zu tun hat. Also nicht ihr seid falsch, kaputt oder irgendwas als Personen, sondern ihr müsst nur dieses Verhalten erlernen. Und ich bringe euch das bei, wirklich. Ja? Sobald ihr eine 6 seid, kriegt ihr schon mehrere Frauen. Dann kriegt ihr alle Frauen bis zu einer 5 in der Regel. Wenn ihr eine 7 seid, kriegt ihr in der Regel die 6er Frauen. Aber von denen nicht mehr nur eine oder 2, sondern fast alle. Das ist der Witz. Und wenn ihr jetzt auf dem Geschlechtermarkt, also ich bin mittlerweile, so mit all meinen Skills, irgendwas zwischen 8 und 9. Ja? Das heißt, ich kriege im Grunde genommen alle 7er. Nicht alle, natürlich nicht die in einer festen Beziehung sind und glücklich. Aber wenn ich rausgehe oder sowas, kriege ich eigentlich fast jeden Abend oder sowas eine 7 könnte ich mit nach Hause nehmen. Ja, und daran sehe ich, okay, weil Frauen immer nach oben daten, ich bin ein bisschen drüber. Wenn ihr jetzt eine 10 seid, dann kriegt ihr die ganzen 9er und 10er, diese absoluten Topmodels zum Beispiel. Nur auf eine 10 zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Ja? Aber ihr seht diesen exponentiellen Effekt, den ich hier grafisch dargestellt habe. Und das heißt, es lohnt sich, Männer, es lohnt sich, diese Arbeit da reinzustecken, weil der Reward ist enorm. Dann kommen wir jetzt noch zu einem wichtigen Konzept, was für sehr viel Verwirrung sorgt. Ich sehe es immer wieder. Dieser Vorwurf, wenn man sich mit Pickup beschäftigt, dann verstellt man sich ja, dann verändert man sich, dann spielt man eine Rolle. Ja, ich verstehe, wo es herkommt, aber diese Leute haben keine Ahnung von Psychologie.
Ja, man muss unterscheiden zwischen der Identitätsebene und der Verhaltensebene. Das sind verschiedene Dinge. Ihr könnt euch auf der Verhaltensebene verändern. Nehmen wir das Beispiel Autofahren, eine neue Sprache lernen oder so etwas, ohne dass ihr euch als Person auf der Identitätsebene verändert. Das machen wir die ganze Zeit. Wir lernen die ganze Zeit auf der Verhaltensebene neue Dinge. Und seid ihr jetzt ein neuer Mensch geworden, nur weil ihr jetzt, keine Ahnung, Englisch oder Spanisch sprechen könnt oder sowas oder Auto fahren könnt? Ich glaube nicht, ihr seid der gleiche Mensch. Und das ist genau das Gleiche. Ihr könnt ein guter Storyteller werden, ihr könnt lernen, gut Körpersprache zu lesen, Attraction zu erzeugen und alles Mögliche und ihr seid genau der Gleiche. Es hat nichts mit Manipulation überhaupt zu tun. Es sind völlig verschiedene Ebenen. Also ich habe das hier versucht darzustellen, ja, und hoffe, dass das rüberkommt. Also diese Angst ist völlig unbegründet. Das macht überhaupt keinen Sinn bei Leuten, die sich eben psychologisch auskennen. Und vielleicht noch ein Punkt, über den man mal ernsthaft nachdenken sollte, wenn man sich mal wirklich Zeit nimmt und man überlegt sich, vielleicht in einer Art Meditation oder auch so in einem ruhigen Moment, und man überlegt sich, was ist wirklich wichtig im Leben, dann ist es gar nicht mehr so viel. Also der Beruf natürlich ist wichtig, ein paar andere Dinge auch, aber man kommt sehr schnell zum Thema einen guten Partner finden. Und ich persönlich muss sagen, dieses einen guten Partner finden ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Es ist noch wichtiger, als einen guten Beruf zu haben, weil es über so viel entscheidet. Mit einem guten Partner kannst du später eine Familie gründen. Du kannst gesunde Kinder auf die Welt bringen. Du hast einen Lebenspartner, der dich bei allem unterstützt, der dich vielleicht auch bei deiner Karriere unterstützt und so weiter. Das heißt, das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Und witzigerweise oder traurigerweise ist das aber so, dass wir, obwohl das das Wichtigste überhaupt ist, uns oftmals gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Also zum Thema Beruf, da richten wir 90% unserer Energie und Aufmerksamkeit drauf. Und die ganze Schulkarriere richten wir darauf. Aber auf das noch wichtigere Thema, das Thema Dating, Frauen kennenlernen und so weiter, richten wir null Energie, null Aufmerksamkeit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist völlig irrational. Und es ist völlig rational, dieses Thema ganz nach oben zu stellen. Ganz nach oben zu stellen und da jegliche Energie und Ressourcen reinzustecken, weil es das wichtigste Thema überhaupt ist. Also denkt da mal drüber nach. Kommen wir nun zum Ende dieser kleinen Ausführung von mir. Und lasst mich euch noch einmal kurz mich vorstellen. Ich bin Christian, ich nenne mich Empathic Pickup Artist. Ich bin seit 15 Jahren eben in diesem Pickup-Bereich aktiv und bin außerdem noch zertifizierter NLP-Trainer, war 10 Jahre lang Polizist in Deutschland und ich bin diesen Weg selbst gegangen. Also ich habe wirklich ganz unten angefangen, ich weiß, wie es sich anfühlt, da zu sein, gar keine Erfolge zu haben und ich kenne den Schmerz, wirklich. Das ist der Grund, warum ich das Ganze hier mache, ja, weil ich das gut nachvollziehen kann und auch diese Ausweglosigkeit. Und was mich gerettet hat damals, das war diese 70-30-Regel, dass ich eben das gelesen habe oder immer wieder auch es mir immer wieder vor Augen geführt wurde, dass man 70% davon selbst in der Hand hat. Und das ist unglaublich, was für ein Universum der Möglichkeiten sich damit auftut. Und das Geschenk möchte ich euch auch machen, weil es vielen, glaube ich, gar nicht klar ist. Ich habe früher leider keinen wirklichen Mentor in diesem Bereich gehabt. Das heißt, ich habe mir fast alles selbst aneignen müssen und es war ziemlich hart. Also ich habe viele Jahre dafür gebraucht, habe hunderte Bücher gelesen. Ich war, ich weiß nicht, auf hunderten Dates, war tausende Abende weg, habe tausende Frauen angesprochen, um diese Skills, die ich jetzt habe, zu erwerben. Und ich hätte mir damals einen Mentor gewünscht. Ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mich an die Hand nimmt, der mir Ratschläge gibt, der eben gute Videos produziert, weil damals gab es nichts dazu, ja, oder auch ganz viel gefakten Scheiß. Es gab wenig Authentisches dazu, was wirklich funktioniert und das ist ein Geschenk, was ich euch machen möchte, sowohl jetzt mit diesem kleinen Video, als auch mit meinem gesamten Kanal. Ich distanziere mich nicht vom Pickup, ich gehöre zu den wenigen, vielleicht sogar zum einzigen momentan, der sich hinstellt und sagt, Pickup ist gut. So. Vieles
was geschehen ist. Der Ruf von Pickup ist ruiniert worden, da gab es einige Skandale, aber das Fundament von Pickup ist gut und hat mich gerettet und es kann auch euch Männer retten, weil es euch dieses Universum öffnet, was alles möglich ist. Und ich schwöre euch, dass es wirklich so ist. Ihr habt es an meinem kurzen Video gesehen, ihr könnt es noch an hunderten anderen Videos von mir sehen. Früher hatte ich keinen Erfolg, jetzt habe ich großen Erfolg. Es ist erlernbar. Und bei mir geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Ich bin noch NLP-Trainer. Viele wissen das gar nicht, dass Pickup ursprünglich aus dem NLP gekommen ist. Also ich bin wirklich bis an die Quelle gegangen, weil es mich interessiert hat, weil ich das Ganze lernen wollte. Wirklich vom Core aus. Und ich habe das Ganze auch nochmal deutlich weiterentwickelt. Ich nenne meinen Ansatz Empathic Pickup. Das heißt, ich habe die Dinge aus dem Pickup, die toxisch waren, da gab es einige, ja, die habe ich rausgestrichen in meinem Konzept und ich habe nur die gesunden Ansätze gelassen. Das Ziel des Ganzen ist es, seinen Wert auf dem Geschlechtermarkt zu erhöhen, systematisch zu erhöhen, um am Ende eine Auswahl an Frauen zu haben. Die meisten Männer sind leider in der Situation, dass sie die eine Frau wählen müssen, die sie eben zur Verfügung haben, während die Frauen oftmals die große Auswahl haben. Das ist ziemlich unfair, finde ich, und nicht gesund. Und mein Ziel ist es, dass jeder Mann eine Auswahl an Frauen hat. Nicht um unbedingt unendlich lange ein Player sein zu müssen oder sowas. Eine kurze Phase mag gut und gesund sein, auch für einen Mann. Eine gute Erfahrung, glaube ich, ja. Aber am Ende geht es darum, dass du, genauso wie auch die Frauen, eine Wahl an Frauen hast und die für dich beste Frau als deine Ehefrau wählen kannst und so glücklich wie möglich wirst. Und dafür stehe ich mit meinem Empathic Pickup und mit meinem Slogan Attract Women as your true self.